Also, irgendwie hatte ich mir unseren Hochzeitstag anders vorgestellt, als 10 Kilometer stumpf geradeaus bei Gegenwind auf einem Damm irgendwo in Dänemark zu verbringen. Aber lasst uns mal am Anfang beginnen. Wir haben unsere Räder voll bepackt, den ersten Zug nach Sylt genommen für unseren ersten Overnighter. Unser Ziel, die dänische Insel Röme. Dort wollten wir das Zelt aufschlagen und unsere erste Nacht draußen verbringen. Ja, schmeckt dein Riegel. So. Ich hätte jetzt lieber ein Brötchen. Tja, Mit Käse. kann ich nicht ändern. So, erster Zwischenstopp. Mortimer Cliff. Das ist immer ein super schöner Ort. Eigentlich, das eigentliche Cliff beginnt erst viel weiter hinten. Aber Hier ist es schon so. da kommen wir mit den Fahrrädern einfach nicht gut hin. Die sind schwer beladen, weil wir ja den ganzen Quatsch dabei haben. Und das ist halt nicht so ganz geil, dahin zu gehen. Von daher sparen wir uns das heute. Ansonsten ist es heute auch echt schön sonnig, aber richtig windig. Zu unserem Gepäck kommt dann einfach noch richtig schön Gegenwind dazu. Ja, Gegenwind ist eh schon Janas Feind. Und heute haben wir, ich glaube, so 50 Kilometer, 50 Meter Böen. Nichts schlimmer als Gegenwind. Wird noch ein Spaß werden, auf jeden Fall. Vielleicht haben wir ja noch Glück heute und der verdreht sich ein bisschen. Dem Gegenwind zu trotz ging es über Feldwege, durch alte friesische Dörfer, vorbei an reddachgedeckten Häusern, langsam Richtung Mitte der Insel. Das ist schöne Häuschen hier. Wir genossen die frische Nordseeluft und die Sonne, die uns langsam aufwärmte. Wir waren jetzt schon eine ganze Weile unterwegs und hatten seit dem Frühstück nichts Richtiges mehr gegessen. Das heißt, es war Zeit für eine kleine Pause. Und so, liebe Leute, sieht das aus, wenn mal eine Schaltung ausfällt. Früher sagt man zu sowas, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Oder so ähnlich. Na egal. Jedenfalls ging es dann erstmal Richtung Meer weiter. Kurzer Stopp im Toilettenhäuschen, Blick auf den Strand und zurück auf die Räder. Mit dem Fahrrad auf Sylt unterwegs zu sein, macht uns einfach immer wieder richtig viel Spaß. Vorausgesetzt, es sind nicht so viele andere Radfahrer unterwegs. Was auf Sylt bedeutet, eine Menge Touristen auf noch eine Menge viel mehr E-Bikes. Dass so viele mit dem Fahrrad unterwegs sind, ist aber auch kein Wunder. Denn viele der schönen Aussichtspunkte auf Sylt erreicht man tatsächlich am besten mit dem Fahrrad. Was aber auch an Sylt einfach schön ist, ist, dass so viele Leute auch dort unterwegs sind. Sobald du dich weiter Richtung Norden auf den Radwegen bewegst, wird es immer leerer, denn nach dort oben hin verirren sich die meisten Menschen doch eher mit ihren Autos. Jedenfalls hatten wir diese wunderschöne karge Landschaft und diese auf ihre Art spezielle Wanzenplattenstraße sehr für uns allein. Wir sind jetzt auf dem Weg nach List. Wir haben eine Pommespause gemacht zwischendurch. Endlich haben wir auf Sylt Pommes bekommen. Als wir auf Sylt waren, haben wir nach 100 Kilometern Pommes erst gefunden, kurz bevor wir wieder am Bahnhof waren. Das war super ernüchternd. Heute gab es schon Pommes. Ja, so zu Sylt-Preisen. Ja, und jetzt kämpfen wir uns gleich weiter durch den Wind, gegen den Wind, damit wir unsere Fähre kriegen. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon erwähnt haben, Janis Gangschaltung hat aufgegeben. Da hat sich scheinbar ein Kabel gelöst, das wir beim Zusammenbau wahrscheinlich nicht wirklich zusammengesteckt haben, blöd wie wir sind. Jedenfalls hat sich wohl freigeruckelt und Jana fährt jetzt quasi Single Speed, Di2. Eigentlich hatten wir geplant, den nördlichsten Punkt Deutschlands, einen der schönsten Flecken auf der Insel, zu besuchen. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, direkt nach List zur Fähre zu fahren. Gegenwind und bergauf ist voll der Arsch. Ganz ehrlich, fragt mich nicht, was ich hier eigentlich vor mich hin meckere, denn richtig bergauf geht's auf der Insel nirgends. Vermutlich wurde das auf meinem Wahoo nicht mehr angezeigt, aber mir war es zu viel. Offensichtlich.
In List angekommen, ging es dann direkt zur Sylt-Fähre. Das war für uns die beste Verbindung direkt nach Röme und das Ganze ist echt praktisch, denn für knapp um die 12 € pro Person inklusive Fahrrad kommst du innerhalb von 30 Minuten rüber nach Dänemark. Richtige Fahrradplätze gab es offensichtlich nicht, deswegen standen wir unten bei den Autos und haben von der Überfahrt nichts gesehen. Wahrscheinlich hört ihr gar nichts, aber ich rede jetzt mal wie alle anderen Leute auch nur über nervige, laute Töne und wieder sage ich mal, ihr versteht mich nicht, ich schreibe mich runter, ihr versteht mich nicht. Wir sind jemand auf der Fähre nach Röme gerade. Dort passiert nicht viel. Auf jeden Fall haben die gute Laune bei der Arbeit. So, Fähre hinter uns gelassen. Wir sind jetzt auf Röme angekommen. Plötzlich ist der Wind weg und die Sonne ist überraschend warm. Richtig gut. Ja, und was soll ich sagen? Wir sind gerade ein paar Meter unterwegs gewesen auf der Insel und es fühlte sich einfach direkt nach Urlaub an. Und was ist, wenn dir während des Urlaubsgefühls, das du hast, der Gedanke kommt, was wäre, wenn du hier arbeiten könntest? Wenn du deinen Remote-Office-Job einfach in ein Ferienhaus verlegst? Mal sehen, ob das nicht irgendwann vielleicht was für uns wäre. In der Mittagspause einfach mal kurz die Natur genießen, im Wald oder am Strand. Was für eine Vorstellung. Mit diesen schönen Gedanken im Kopf ging es weiter Richtung Lakolk-Strand, wo unser Zeltplatz sein sollte für die Nacht. Auf dem Campingplatz haben wir erstmal verzweifelt unseren Platz gesucht. Als wir den dann endlich gefunden haben, haben wir gegen den Wind kämpfend unser Zelt aufgebaut. Und unsere Nachbarn kennengelernt, die netterweise ihren SUV als Windschutz aufgestellt haben. Wer hätte gedacht, dass wir uns jemals über ein SUV freuen? Naja, jedenfalls Zeltchaos, Windchaos, keine Filmaufnahmen. Hallo vom Strand in Röme. Wir schauen uns jetzt gerade hier den Sonnenuntergang an. Haben unser Zelt schon aufgebaut, da geht es gleich auch hin, endlich was essen. Aber erstmal genießen wir noch diesen schönen Sonnenuntergang, der hinter uns gerade passiert. Es ist jetzt der 6. Versuch aufzunehmen. Jana hat die ganze Zeit irgendwelche Wortfindungsstörungen. Ich habe zu wenig geschlafen. Das behauptet sie zumindest. Wir sitzen noch im Zelt, haben schon das meiste gepackt. Das Zelt kommt gleich noch. Das gleich das Zelt abbauen. Es wird genauso interessant wie das Zelt aufbauen, was wir gestern eigentlich filmen wollten, aber es war einfach zu windig. Ja, wir haben mit gekämpft, und da werden wir gleich sagen wir mal so, wir hätten das in Zeitraffer gerne aufgenommen, mit so einer Benny Hill Musik unterlegt, dann wäre es perfekte Comedy gewesen, weil wir haben uns aber echt nicht mit Ruhm bekleckert. Aber gut, das war das erste Mal. Dafür hat es auch ganz gut geklappt und ging auch eigentlich relativ flott. Ich bin nicht sicher, ob es so steht, wie es stehen sollte, aber es war zumindest stabil in sich. Das Spannende war, heute Nacht war es halt gar nicht windig und jetzt fängt das wieder an. Jetzt wird gleich wieder Geflatter losgehen, aber das ist uns egal. Genau. Wir haben heute Morgen schon eine kleine Runde gedreht mit den Rädern. Wir waren so 15 Kilometer oder so durch die Wälder unterwegs, aber so quasi im Kreis über die Insel. Dann geht's wieder zurück nach Hamburg über Dänemark, Festland und erstmal gleich gegen den Wind. Genau, wir müssen gleich über den Damm. Der ist so, ich weiß gar nicht, wie lang der ist. Muss ich mal nachschauen, diverse Kilometer auf jeden Fall und Gegenwind die ganze Zeit angesagt. Das dürfte ziemlich monoton werden. Aber hey, meine Schaltung geht wieder. Genau, plötzlich geht über Nacht geht Janas Schaltung wieder. Ich weiß nicht, also ob die Enten über Nacht nicht nur ans Fach gekackt haben, sondern vielleicht auch irgendwas repariert haben. Jedenfalls, es geht wieder. Mal gucken, wie lange. Wir sehen uns später irgendwann. Tschüss. Und dann ging es auf den Damm. Knapp 9,2 Kilometer lang verbindet er die Insel mit dem Festland, quer durchs Wattenmeer. Es ist schon ein ziemlich besonderes Erlebnis, so lang zu fahren, aber Spaß hat einen Tag
mit dem Wind echt nicht gemacht. Zumindest mir nicht. Aber wir hatten keine andere Wahl. Schließlich hatte Jana nur einen Gang, also war ich der, der vorne fährt. Wir haben das Schlimmste für heute geschafft. Wir sind gerade gefühlte Stunde, es waren so um die 9 Kilometer mit Gegenwind auf schnurgerade auf dem blöden Damm gefahren, der halt Röme mit dem Festland verbindet. Von nebenan knallen die irgendwie die Ohren um die Ohren. Dann hast du immer kurz diese Windpause und dann kommen die wieder und dann knallst du wieder entgegen. Ist super. Mit dem ganzen Gepäck zusammen ist das natürlich. Und dann nicht funktionierende Schaltung. Ja, total geil. Heute Morgen ja noch gesagt, Janas Schaltung ging wieder. Taschengang gehauen Das war's. und schon schaltet wieder nichts. Jetzt machen wir erstmal Pause und futtern einen Keks. Mit bunten Streuseln, weil unser Hochzeitstag heute ist. Nett ist, schön ist, wir essen und dann fahren weiter. Und bis später. Das ist schön hier. Das ist schön hier. Oh. Nein, oh. Wir sind ja schon weg. Aber sagt Schafbabys. Die waren unfassbar niedlich. So klein und sie ist ein ganz praktisch. Dann rennen die fast vors Fahrrad und stolpern dabei auch noch. Das ist so süß. Auf dem Nordseeküstenradweg hatten wir richtig schönen Rittenwind und jede Menge kleine süße Babyschafe. Irgendwo zwischen diesen alten Bauernhäusern, Feldern und Hauptstraßen ohne Radwege, wo auch immer die hin waren auf dem Radwanderweg, stellten wir fest, dass wir irgendwie schon die Hälfte der Strecke hinter uns gelassen hatten und wir fast schon wieder in Deutschland waren. Wodurch sich bei mir irgendwie ein Gedanke an Zuhause und Alltag breit machte. Kennt ihr das? Dass ihr, egal wie lange ihr unterwegs seid, ob ein Tag, ob mehrere Tage, sobald es nach Hause geht, sobald es auf den Rückweg geht, das Ganze irgendwie schnell abebbt? Ja, mega. Vor allem, ich dachte, hier ist gar nicht so viel Verkehr. Und dann kam der um die Ecke. Jo, wir sind jetzt gerade irgendwie so ein bisschen geschottert. Schöner Gravel. Mit richtig schöner Gravel, war super. Teilweise ein bisschen, Bisschen zu viel. bisschen schwammig mit dem Rad. Wir haben festgestellt, dass wir gerade relativ gut Tempo hatten. Das heißt, wir haben es gar nicht mehr so weit bis nach Klagenfurt. Irgendwie noch 15 Kilometer oder sowas. Das ist schon ganz gut. Aber wir wollten euch mal diese Aussicht zeigen. Und zwar ist das hier einfach Mega schön. wunderschön. Auch wenn das Wochenende fast schon wieder vorbei war, haben wir es so sehr genossen. Und die Zeit ist wie im Flug vergangen. So ein kleiner Ausflug, der bringt einen immer direkt raus aus dem Alltag. So richtig bereit waren wir noch nicht für die Realität. Aber wir fahren einfach demnächst wieder los. So, letztes Mal wahrscheinlich. Wir sind jetzt in Klagenfurt angekommen. Jani hat gerade im Vorbeifahren bei irgendeinem Hofladen, 24-Hour-Hofladen, gesehen, dass es Fritz-Cola gibt. Und die haben wir uns erstmal mitgenommen. Jetzt haben wir gerade den Zug verpasst nach Hause. Wir müssen jetzt eine knappe Stunde warten, das ist aber auch wurscht. Machen wir jetzt einfach. Und Wir haben jetzt die Cola. genau. Ja, war eine schöne Zeit und alles weitere werden wir wahrscheinlich einfach drüber quatschen und dann erfahrt ihr mehr davon. Bis zum nächsten Mal, wa? Bis dann.